Herzlich willkommen zu unserem Frühschoppen auf Erde 2.0. Gastgeber sind Dieter Bröers. Schön, dass ihr alle da seid. Und Heike Kaczmarczyk für Garten Eden ruft. Wir befinden uns hier bei Beate Leudel im Glücks- und Zaubergarten, hier in Griechenland in der Mani. Und unser Thema heute ist zwischen Himmel und Erde. Und unsere Gäste sind zu meiner Rechten Carsten Müller. Er ist ein holistischer Erfolgscoach und Unternehmenscoach. Du analysierst Unternehmen und Menschen anhand der Quantenfeldtechnologie Timewaver. Du arbeitest mit deiner Frau Katja zusammen, die Heilpraktikerin ist. Richtig. Gut. So, und dann daneben sitzt Diplom-Ingenieur Peter Kruse. Er ist Entwickler aller Spintronic-Produkte und ein ehemaliger Rennfahrer. Das ist auch korrekt. Ja, okay. Rosina Kaiser. Rosina Kaiser, du bist Heilerin, Begründerin der Cosmic Healing Methode. Du hast eine Akademie und arbeitest mit dem Quantenmatrix-System aus Russland. Und du hast einen besonderen Draht nach oben, worauf wir zwischendurch auch mal eingehen werden. Dr. Stefan Flickenstein ist Biologe mit einem Fachwissen in Mikrobiologie, Zell- und Gentechnologie. Zu seinen Leidenschaften gehören Neurowissenschaften und Neuroplastizität. Du verbindest als Forscher wissenschaftliche Neugier mit Spiritualität und bist Dauergast unserer Sendung. Hallo. Ja, und dann Dieter Bröers. Hallo. Hallo Heike. Dieter Bröers ist Biophysiker. Du hast als Wissenschaftler ein Therapieverfahren auf den Markt gebracht, bist Erfolgsautor zahlreicher Bücher und CDs. Alles, was du in die Hand nimmst, scheint von Erfolg gekrönt zu sein. Okay. Dieter, seit wann begeistert und fasziniert dich das Thema Sonne? Wow. Oh, ich will nicht zurückrechnen, seit weit über 30 Jahren. Sie war, wie wir wahrscheinlich alle auch wahrgenommen haben, sie ist lebensspendend. Das, glaube ich, brauche ich nicht zu erwähnen. Ohne Sonne wäre überhaupt kein Leben möglich. Ja. Nicht nur hier auf der Erde, sondern im ganzen Sonnensystem. Das wusste ich als Biologe schon oder als Biophysiker. Aber ansonsten im Besonderen habe ich mich für die Sonne angefangen zu interessieren, weil von der Sonne eben auch ganz bestimmte Frequenzen ausgehen. Ich habe ja, du hast es angedeutet, ein Therapieverfahren erfunden, entwickelt. Und das basiert auf einer Grundfrequenz, wie man viele Jahre später erst rausbekommen hat. Das ist die Resonanzfrequenz der menschlichen DNA. Und das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht, aber man wusste, dass radioastronomische Aufnahmen, also terrestrische Aufnahmen, die hier von Radioteleskopen aufgenommen wurden, von der Sonne, auch die 150 Megahertz empfangen haben. Das heißt, da musste ich mich natürlich beruflich schon mit dieser Frequenz auseinandersetzen und mit der Sonne auseinandersetzen. Und festgestellt, dass die Sonne uns nicht nur im Allgemeinen auch Energie und all das spendet, was Leben überhaupt ermöglicht und aufrechterhält, sondern dass auch Informationen vermittelt und übermittelt werden. Das war der Einstieg vor ungefähr 30 Jahren. Ja, es hatte ich aber auch sagen wir mal, eine bestimmte Situation darauf gebracht. Ich erinnere mich, du hast zum ersten Mal einen Computer gehabt und stellst ihn an und was passiert? Was war mit das erste Bild von der NASA? Erinnerst du dich? Oh ja, das war aber schon ein bisschen später. War schon später? Das war schon ein bisschen später, ja. Ich habe mich ja fast bis zum Schluss gedrückt, auch an der Uni einen Computer zu benutzen. Zu meiner Zeit hatten eigentlich nur die Professoren ihre Computer und wir Forscher weniger, aber also es war dann tatsächlich so, dass ich dann, das ist aber auch schon jetzt mal kurz rechnen, 23 Jahre her, dann habe ich mir einen Computer zugelegt und tatsächlich dann auch
über einen Suchbegriff, also über eine Suchmaschine, Google gab es damals noch nicht, Yahoo gab es und Metacrawler und so weiter, habe einen Suchbegriff intuitiv eingegeben und landete tatsächlich auf einem NASA-Server, wusste ich gar nicht, ich sah die Sonne von einem Satelliten offenbar aufgenommen und da geschahen sehr merkwürdige Dinge, die ich jetzt mal überhaupt nicht zuordnen konnte. Das war mein Einstieg dann nochmal, dass es sehr viele auch Sonnenanomalien gab. Okay. Ja. So, jetzt Stefan, jetzt zu dir. Du bist begeistert von den Geheimnissen des Lebens auf zellulärer Ebene. Wie kam es dazu, zu dieser Faszination für die Biologie? Tatsächlich ist das etwas, wo ich einen meiner Lehrer mal ziemlich groß loben muss. Ich bin ja immer sehr gerne schnell dabei, so über das Bildungssystem nicht die besten Worte zu verlieren und auch über Lehrerinnen und Lehrer nicht die besten Worte zu verlieren. Aber der Lehrer hat mich mit seiner Art gefesselt. Der hat es geschafft, fing damals an mit der Zytologie, also mit der Zellbiologie. Und es hat mich begeistert, was der uns erklärte. Und wenn man dann sich anschaut, wie sensationell das reguliert ist an der Zelle, wie die ganzen Systeme, die Prozesse ineinander greifen und wie das halt reguliert ist, das ist einfach Wahnsinn. Wenn man das sieht, weiß man, da muss eine sehr intelligente Schöpfung hintergestanden haben. Wahnsinn. Das war der Einstieg. Das war der Einstieg. Du bist leidenschaftlicher Biologe, das kann man schon sagen, oder? Also ich sage wieso, ich habe es leidenschaftlich studiert, das schon. Okay. Ne? Also zu verstehen. Und dann hast du es abgelegt, oder? Ja, ich bin ja der Biologie schon ein wenig noch treu geblieben. Ne? Also mit der Begeisterung jetzt für Neurophysiologie und sowas, das hat ja noch einen biologischen Ursprung in jedem Fall. Aber es ist nicht so, dass ich dann in der Biologie noch lange weiter geforscht habe, so wie ich das einige Jahre getan habe. Wohin bist du denn dann so weggedriftet? Also tatsächlich, ich erinnere mich sehr genau an meine Promotion, das ist inzwischen auch schon über 10 Jahre her. Da habe ich dann damals mit Bakterien gearbeitet, ne, mit Escherichia coli, dem Darmbakterium. Und ich habe untersucht, wie die es schaffen, ein vollständig gefaltetes Eiweiß über die Zellwand oder Zellmembran nach draußen zu schleusen, ohne dass dann in dem Moment, wo dieses Protein da durchgeht, irgendwie die Zelle leidet. Das habe ich untersucht. Und ich habe Tag ein, Tag aus an meinem Labortisch gestanden und habe geredet und geredet. Ich rede sehr gern, habe aber gemerkt, dass das mit Bakterien nicht so möglich ist. Ne? Also die Resonanz war recht gering. Und so habe ich dann am Ende der Promotion gesagt, du musst unbedingt wieder in den Bereich, wo du mit Menschen arbeitest. Da kam ich früher her aus dem Bereich Sport, Marathontraining, sowas hatte ich gemacht. Ja, und das war dann der Einstieg in die alternative Medizin. Ne? Da bin ich sehr schnell bei einem Arzt gelandet und habe dann mit Lebewesen gearbeitet, die auch eine Antwort geben. Menschen, und welche sind das? Menschen. Also tatsächlich, ja, das waren wirklich richtige Menschen. Ja. Okay, herrlich, danke dir. Danke dir. Carsten, du hattest eine zündende Idee für deinen Freund Peter Kruse. Wie kam es dazu? Also das ist eine Geschichte, da können wir uns wahrscheinlich ein paar Tage drüber unterhalten, weil von meiner Historie her ich mich mit Frequenzen beschäftige. Du hattest mich ja als Time-Wafer-Spezialist vorgestellt und das ist ja auch eine Art Frequenz, auch wenn es nicht ganz genau so hinkommt. Aber da meine Frau und ich auch noch mit Bioresonanzgeräten arbeiten, haben wir das Thema Frequenzen schon immer auf dem Schirm. Und durch einen Freund bin ich zu Peter gekommen. Es gibt ja keine Zufälle. Und wir haben uns auch gleich gut verstanden. Und da habe ich dann dieses System gesehen, was auch hier auf dem Tisch steht. Und dachte so, Mensch, unglaublich, ich muss das ausprobieren. Und Peter hat das bei mir einbauen lassen in mein Fahrzeug. Und wir sind dann eine kurze Runde gefahren. Und ich bin kein Autofreak, muss ich dazu sagen. Aber das habe selbst ich dann gespürt. Ich so, das gibt es ja gar nicht. Der Wagen fühlt sich anders an, vibriert nicht mehr. Ich habe mich da drin ruhiger gefühlt und ich war ganz begeistert. Dann habe ich dieses System seit einem Jahr im Auto und habe aber schon beim Weggehen zu ihm gesagt, also das könnte man doch anders nutzen. Also wenn man sich so wohl fühlt in so einem Auto, dann hat das doch auch Effekte, wenn ich es jetzt bei einer Therapie zum Beispiel einsetzen würde oder wenn ich mit meinem Time-Wafer arbeite und mit Unternehmen arbeite. Weil ein Feld meines Erachtens aufgebaut wird, was A beruhigt und B eine Feinstofflichkeit erzeugt. Man sagt ja immer, man soll höher schwingen und für mich bedeutet das eigentlich, man soll feinstofflicher werden. Und ich glaube, dieses Gerät erzeugt dieses Feld und hat eine andere Anbindung. Und wenn der Peter gleich noch ein bisschen mehr davon erzählen wird, was das System da macht, aber ich möchte nur mal was vorausgreifen. Interessant ist,
wenn man mit dem Auto fährt, dass wenn Wind auf das Fahrzeug kommt, man den nicht spürt. Also man hört ihn, aber das Auto wackelt nicht. Und das war für mich ein ganz neues Erlebnis. Und natürlich, wenn man sich so lange wie ich mit Frequenzen beschäftigt, seit über einem Jahrzehnt letztendlich schon, fragt man sich, wie kann das funktionieren? Und die Physik passt ja nicht mehr ganz, also nicht die Physik, die wir kennen. Und dann habe ich mir über Stofflichkeit Gedanken gemacht, Materie, was ist eigentlich Materie, was ist grobstofflich, was ist Feinstofflichkeit und wir unterscheiden ja immer so, das ist grobstofflich und das ist feinstofflich und unter feinstofflich versteht man meistens Geist. Aber ist es denn wirklich so? Oder ist es vielleicht doch ein bisschen anders, dass natürlich das Feinstoffliche im Endeffekt dann Geist wäre, aber es ist ein fließender Übergang. Und wenn wir mal annehmen würden, das ist jetzt ein reines Konstrukt, was ich entwickle, um mir das zu erklären, was der Peter Tolles gemacht hat. Also das ist ja erstmal eine Überlegung, was hat er da eigentlich hinbekommen und wie funktioniert das? Möchte ich mal gerne, wenn das erlaubt ist, mal erzählen, was so meine Idee ist. Und man hat ja immer so ein paar Informationen aus allen möglichen Ecken, man liest da mal ein Buch, hört mal da wieder irgendwas anderes, hat eigene Erfahrungen gemacht mit den Geräten, mit denen ich arbeite. Vor allen Dingen im Frequenzbereich haben wir jetzt, meine Frau und ich, dieses BICOM-Gerät, ein Bioresonanzgerät, da sieht man so, wie die Organe schwingen, welche Organe welche Herzzahlen haben. Und wenn man das alles so im Kopf hat und dann hinterfragt, dann kommt man auf die tollsten Dinge. Und natürlich ist es ja nicht nur so, dass man da selbst drauf kommt. Wenn man sich mit dem Thema befasst, dann kommen die Informationen von ganz alleine. Also die kommen quasi runter. Und deswegen habe ich das Gefühl, was ich jetzt gleich erzählen werde, könnte so ungefähr so hinhauen. Also nehmen wir doch mal an, ich möchte es ganz einfach erklären. Radios. Mit Radiosendern kann man eine ganze Menge erklären, mit Radiofrequenzen. Wenn wir jetzt mal sagen würden, wir nehmen den UKW-Bereich, das ist Megahertz-Zahlen. Ich glaube, es fängt bei 88 Megahertz an, da fangen die ersten Sender vielleicht an, die man sich anhören kann, und es geht bis 108 Megahertz. Wenn man jetzt mal rein theoretisch, das ist nur ein Symbol, sagen würde, die 88 Megahertz wären richtig grobstofflich. Also das ist so richtig die Urmaterie sozusagen, ganz grobstofflich. Und das andere Ende des Frequenzbereichs wäre reiner Geist, also feinstofflich. Dann ist das ja ein fließender Prozess. Von 88 bis ganz hinten hin gibt es ja ganz, ganz viele Nuancen. Und wenn wir jetzt mal sagen würden, es ist jetzt auch nur hypothetisch, die Erde wäre jetzt bei 89,5 Megahertz, wäre jetzt unsere Realität hier. Das heißt, alle physikalischen Gesetze, die es im Mainstream gibt, funktionieren bei 89,5. Und zwar genauso, wie es auch die Schulwissenschaft sagt. Aber wir wissen, da gibt es ja ganz viele Anomalien. Oder funktioniert doch nicht so, wie man sich das so vorgestellt hat. Und dann ist die Frage, warum ist das eigentlich so? Und jetzt komme ich zu der Idee, es kann ja sein, wenn man sagt, man schwingt höher, dass wir einen Frequenzbereich erzeugen. Und das ist ja eigentlich auch das Thema so ein bisschen mit die Zirbeldrüse. Und ich finde es total interessant, was macht denn die Zirbeldrüse eigentlich? Und ich behaupte, und das muss überhaupt nicht stimmen, dass die Zirbeldrüse ein permanentes Feld ausstrahlt um uns herum. Und zwar, wenn man jetzt so ganz normal ist, mit den angedachten 89,5 Megahertz. Also es ist ein ganz normales Feld, das erzeugt die Realität um uns herum, die Frequenzbänder. Und wenn man höher schwingt, mehr in seiner Mitte ist, und das ist für meine Time-Waver-Arbeit ganz wichtig, dann wird das Feld um einen herum feinstofflicher, minimal. Es wird minimal feinstofflicher. Das heißt aber auch, dass ich einen anderen geistigen Zugang habe zu all dem, was um mich herum ist. Die Materie, das Stoffliche ist nicht mehr so wie vorher. Und mein Geist kann schneller Dinge manifestieren. Und das in Kombination mit dem Time-Waver, das ist nämlich die eigentliche Arbeit. Also man sitzt nicht nur davor und klickt da irgendwo rum und dann passiert irgendwas, sondern man muss sich da auch konzentrieren, in Ruhe sein, sich besinnen, die Energie fließen lassen. Und das heißt für mich eigentlich die Zirbeldrüse aktivieren und feinstofflicher werden. Und dann ist eine andere Realität da. Und das kann ich mir vorstellen, dass das künstlich erzeugt werden kann. Nicht nur die Zirbeldrüse kann das, sondern auch Technologien. Es können vielleicht auch alte Bauten wie Tempel, Kirchen, Steinkreise sein, die andere Felder erzeugen, wo man sich auf einmal ganz anders fühlt, man ist liebevoller, man hat so ein Gefühl der Harmonie. Und das bedeutet einfach nur, da ist mehr Feinstofflichkeit vorhanden. Minimal nur, nicht ein großer Sprung, aber minimal. Wenn wir jetzt auf den Radiosender zurückkommen würden, bei 89,5, dann höre ich da Musik. Jetzt drehe ich den Regler auf 89,6, dann höre ich die Musik immer noch, aber nicht mehr ganz so deutlich. Da herrschen schon andere Gesetze. Und jetzt drehe ich weiter und irgendwann bin ich weg. Da bin ich ganz woanders, bei einer ganz anderen Realität. Und diese Felder, glaube ich, erzeugt auch die Erde.
Das heißt, wenn wir davon reden, jetzt ist das goldene Zeitalter bricht an, oder wenn man in die Vergangenheit schaut, was es da für Kulturen gab, dann glaube ich, die Erde hat einfach geschwankt in anderen Frequenzbereichen. Die war mal feinstofflicher. Und das geht dann immer über gewisse Jahre so. Wir haben ja Zyklen im Leben, auch bei der Erde ist das so. Die schwankt zwischen feinstofflicher, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und so geht das immer hin und her. Und wenn wir in diesen Feldern dann leben, haben wir andere Fähigkeiten. Wenn wir jetzt an Yogis denken, kann ich hier das Buch von Paramahamsa Yogananda empfehlen, die Autobiografie eines Yogi. Da sind so tolle Beispiele drin, was Menschen können, was wir uns ja eigentlich hier so gar nicht vorstellen können. Meines Erachtens, weil die Zirbeldrüse bei denen so trainiert ist, die können die Frequenzen um sich herum verändern und haben eine ganz andere Realität und eine ganz andere Physik um sich herum. Ist es so, dass es vielleicht über Aufmerksamkeit zieht in dem Fall dann Realität an? Kann auch so sein, könnte so sein, genau. Das bedeutet, es beginnt eigentlich in uns und möglicherweise in der Zirbeldrüse. Deswegen ist es vielleicht auch interessant, dass sie gerne, sagen wir mal, dazu gebracht werden soll, zu verkalken? Ja, das wäre einer der Gründe. Aufmerksamkeit, da wäre der Hypothalamus zum Beispiel, der Hippocampus, für zuständig, und der Hippocampus interagiert tatsächlich mit der Zirbeldrüse, das weiß man. Und beide arbeiten auch mit 8 Hertz. Resonanzfrequenz von der Erde, 8 Hertz, Schumann-Frequenz. Ja. Das heißt, dieses Modell, was Stefan gerade angedeutet hat, dass das sozusagen von der Zirbeldrüse aus die Grundwelle ist, die ja auch die Erde genauso hat, das ist schon der Bereich, der hier zutreffend ist. Wir würden vielleicht, der Schwerpunkt wäre jetzt zu groß, wir wollen ja auch noch den Peter hören dazu. Ja, ja. Aber ich finde das Modell sehr gut. Ich könnte es quantenphysikalisch erklären mit dem Bohrschen Atommodell in eine andere Orbitschale sozusagen, dann wird das Gleiche zuständig, könnte das nur mathematisch respektive experimentalphysikalisch herleiten, und dann würden das eben auch die Physiker abnicken und sagen, ja, das kann ich verstehen. Aber das Modell mit dem Radio ist ein schönes Analogon. Kann es nicht auch sein, dass sich jetzt die Erde, sprich also auch hier die Energie, vielleicht auch über die Sonne, so verändert, dass so geniale Ideen plötzlich da sind? Die waren schon immer mal da, aber jetzt so ganz neu, ja. Und auch eigentlich so breit gefächert für so vieles Gut, dass ich also gerne mal jetzt switchen möchte zu dir. Ja, erstmal möchte ich von dir überhaupt wissen, was ist Spintronic? Ja, Spintronic ist ein neues Forschungsgebiet der Wissenschaft, wo das Helmholtz-Institut, also auch das Max-Planck-Institut dran forscht, wo es über die Abspeicherung von Informationen in Materialien geht. Und ich habe damals 2008 eben den Elmar Wolf kennengelernt, der auch ein Freund vom Dieter gewesen ist. Und darüber habe ich eine Technologie über den Elmar in die Hand gegeben bekommen, die dort aufsetzt. Das ist zumindest unsere jetzige Theorie, aber manchmal überholen sich Theorien ja auch. Und die Spintronic ermöglicht es uns in dem Fall tatsächlich, Informationen in Materialien abzuspeichern, und das, was wir machen, wo es sich bei uns alles drum dreht, ist immer das Pulver. Also wir speichern es immer in einem Pulver, die Informationen ab, eben über die Spin-Ausrichtung, da sind wir wieder bei dem Thema Information, erzeugen wir 3D-Muster, und diese 3D-Muster, die vergießen wir dann in Bauteilen und sind in der Lage, und haben das Ganze dann auch noch einen Schritt weiter gedacht, eben nicht nur die Information im Material abzuspeichern in diesem Pulver, sondern übertragen dann auch dieses vergossene Pulver in den Konvertern, so nennen wir die, auf andere Materialien. Das heißt, wir sind tatsächlich in der Lage, diese Information zu übertragen auf einen Reifen, um ihn ganz klar mitzuteilen, ich sage das jetzt mal so plastisch, zu sagen, du hast jetzt mehr Grip, du bremst jetzt besser, du hast eine bessere Linearität, du rollst jetzt besser. Und das sind Tests, die wir in der Vergangenheit auch schon durchgeführt haben. Ja, das scheint das zu beschreiben, was der Carsten gerade gesagt hat. Ja. Eben auch, dass er plötzlich ein anderes Fahrgefühl hatte und sich das nicht erklären konnte. Welche Effekte gibt es denn da noch? Fangen wir mal ganz klassisch bei dem an, aus dem Bereich, wo ich herauskomme, Rennsport.
Also das, was unsere Kunden am meisten wahrnehmen, ist dieser bessere Durchzug des Motors. Dann haben wir einfach weniger Widerstand und durch diesen weniger Widerstand fühlt sich der Innenraum für viele auch anders an. Also es fühlt sich größer an oder es gibt verschiedenste Beschreibungen dadurch. Die Fahrstabilität wird größer, tatsächlich durch das Feld, was wir dort auch erzeugen, um das Fahrzeug herum, was wir auch nachweisen können, da komme ich gleich vielleicht noch drauf, ist es eben auch so, dass der Grip-Level sich erhöht. Also Grip-Level heißt mehr Haftung am Boden, was sich wiederum diese Seitenwindempfindlichkeit, man kann also bei deutlichem Querwind praktisch mit 2 Fingern am Lenkrad einfach geradeaus fahren. Also das sind so die wesentlichen Punkte und man kann sehr lange mit dem Fahrzeug fahren, ohne dass man ermüdet. Und das ist eigentlich das, was viele Kunden auch von uns dann wiedergeben und sagen, Mensch, auch wenn es mir mal schlecht geht, fahre ich einfach mal eine Stunde Auto. Ja, das war mal eigentlich umgekehrt. Ne? Genau. Nur wenn ich länger Auto fahre, ist mir schlecht. Ne? Und das funktioniert? Ja, das haben wir insofern rausgefunden, weil wir beim Professor Pütz Windkanalversuche mal durchgeführt haben. Und überhaupt zu verstehen, was denn da passiert, weil der Professor Pütz hat das nicht nur untersucht in mehreren Bachelorarbeiten an der Landshuter Universität in seinem Windkanal, sondern hat es auch auf der Motorsport-Weltmesse 2019 vorgestellt. Und dort sind die Ergebnisse ganz grob plus minus 15-20% in der aerodynamischen Effizienz, was natürlich erheblich ist. Keiner glaubt uns, weil es viel zu weit weg ist für die meisten. Nicht weiter schlimm, aber jetzt kann man natürlich sehr lange darüber philosophieren, was passiert denn da in der klassischen Aerodynamik, und über Oberflächen, Flexibilitäten, Geometrien lässt es sich ja nicht erklären. Also haben wir eine Rauchlanze reingehalten. Und das Interessante ist, und ich habe das tatsächlich auch so auf diesen Videos, dass diese Luft, die vorher in diesen Windkanal dort eintritt, auf dem Flügel tritt, praktisch durch diesen Flügel, durch diesen Doppelflügel durchwabbert und nachher praktisch wie gezeichnet einem Strich da durchgeht. Und das ist etwas, wo sich erklärt, was da passiert. Wir haben einen direkten Eingriff auf die Wirbel. Wir sind in der Lage, die Wirbel ganz gezielt eben einzudrehen oder auch auszudrehen. Deswegen erklärt sich die aerodynamische Effizienz, weil wenn man das jetzt schaut, Zigarettenrauch steigt auf, dreht ein, dreht aus, und diese Wirbel, das ist das, was wir tatsächlich über diese Technologie kontrollieren können, und dadurch sind wir eben ganz gezielt in der Lage, diesen Wirbel einzudrehen. Das ist auch das, was sich um das Fahrzeug nachher aufbaut. Deswegen haben wir auch diese Fahrstabilität. Wow, du hast das Gerät, glaube ich, mitgebracht. Kannst du uns das mal zeigen? Eines dieser Bauteile, also was wir hier haben, damit man überhaupt so die Funktionsweise erkennt. Hier haben wir eine Antenne, eine Kugelantenne drauf, dahinter befindet sich eine Spiralantenne. Dieses Gerät lebt im Wesentlichen davon, dass wir die elektrischen und magnetischen Felder in einem Fahrzeug nutzen. Das heißt, ich habe an einer Lichtmaschine stromführende Kabel, überbauen sich Felder auf, wir ziehen die hier rein, wandeln die hier drin um und schicken das andersrum wieder ins Material hinein. Warum? Kann ich vielleicht ganz kurz erklären. Ich nehme mal das praktische Beispiel, was viele vielleicht auch verstehen. Luftballon reiben am Handtuch, baut ein elektrostatisches oder magnetisches Feld auf. Aber eben dadurch, dass man diese Relativbewegung zueinander hat, und das habe ich überall im Motor, gehen wir da mal drauf wieder zurück, haben wir jede Menge Widerstände innerhalb des Motors, nämlich Wirbelströme. Und wir nutzen im Wesentlichen eigentlich nur das Grundprinzip des Noise Cancellings. Ne? Das ist ja, Noise Cancelling haben viele schon gehört. Ne? Von außen wird auch eine elektromagnetische Welle, nämlich der Ton, gemessen. Und wir produzieren eine Gegenwelle sozusagen. Und man muss natürlich exakt wissen, was man dann tut, weil man diese Effekte des weniger Widerstands, des besseren Durchzugs sonst eben nicht hinbekommt. Das klingt ja unglaublich spannend, also sehr zukunftsträchtig, würde ich mal sagen. Was denkst du denn, wohin wird dich das noch bringen? Wohin mich das bringen wird, das ist eine wirklich interessante Frage. Das, was mich antreibt, ist oder Antrieb war mal der Punkt, einfach schneller zu werden. Das war einfach ganz klar wieder Racer. Das ist ganz klar. Mittlerweile hat sich das aber tatsächlich geändert. Der Motorsport spielt immer weniger eine Rolle, sondern die Idee, die dahinter sich immer mehr verbirgt, ist wirklich was für den Menschen auch zu tun. Also das Wohlfühlen, was wir haben, im Fahrzeug eben zu verbessern. Das ganze Fahren, das fühlt sich halt insgesamt anders an. Also man muss es erleben. Ich glaube, wenn man es einmal erlebt hat, dann weiß man, wovon man spricht. Und
wir haben halt viele Kunden, also die das ja mittlerweile auch so bestätigen. Wir haben immer wieder diese Testimonials, diese Videos, die auch sagen, das finden wir toll. Und das ist mittlerweile auch dieser Antrieb geworden. Und ich glaube, dass das uns dahin führt, dass wir immer mehr von diesen Systemen halt im Markt bringen und auch immer weitere Produkte entwickeln, weil wir aus dem Ganzen, was Carsten eben auch schon gesagt hat, aus dieser Ableitung des Fahrzeugkonzepts auch jetzt etwas fürs Haus gemacht haben. Könnte man vielleicht Pitronic noch anderswo anwenden, außer im Fahrzeug? Überall, das ist sehr weitreichend gefasst, also das geht in der Aerodynamik, im Bereich der Reifenindustrie, Felgenindustrie, Fahrwerksindustrie, Schiffe, Flugzeuge, also es ist an Heizungen funktioniert es auch, also eigentlich unendlich einsetzbar. Oh. Jetzt du hast dir auch noch eine andere Beobachtung gemacht, weil du arbeitest mit deiner Frau zusammen, die Heilpraktikerin ist. Was bedeutet das denn für die Gesundheit, wenn man so mit so einem Auto fährt? Also meine Erfahrung, das war ja letztes Jahr schon. Ich muss ja immer nach Griechenland fahren, wir wohnen ja nur auch hier. Ab und an. Und es ist ein weiter Weg. Also jeder, der diesen Weg mit dem Auto gefahren ist, der weiß, es ist sehr anstrengend. Und ich bin nicht so ein Autofahrer. Das heißt, so nach 500, 600 Kilometern sage ich, eigentlich reicht's. Und als dieses System da eingebaut worden ist, letztes Jahr bei mir, bin ich durchgefahren bis Brindisi, dann sind wir rüber mit der Fähre und dann nachts noch von Igoumenitsa, das ist hier fast im Norden von Griechenland, bis hier in einem Rutsch gefahren. Wie viele Kilometer sind das? Das sind so 2, also gut, die Fähre kann man ein bisschen abziehen, aber es sind so knapp 2000 Kilometer, die man damit fährt. Wir haben natürlich einen Zwischenstopp noch in Italien vorher gemacht, aber trotz alledem, das hätte ich niemals hinbekommen. Und ich bin ja ausgestiegen und meine Frau ist halt Zeuge, die sagt, Carsten, was hast du noch nicht gemacht gehabt bis jetzt? Und daher kam mir dann die Idee zu sagen, wenn das funktioniert und man diesen entspannteren Effekt hat im Auto, muss das ja auch im Haus zum Beispiel möglich sein. Also man kann ja dieses Gerät auch im Haus installieren, weil es wird ja dann ein Feld erzeugt. Irgendwas passiert ja dann da mit der Materie. Es ist ja erstmal Materie und das sind wir ja alle. Wir bestehen ja aus Materien. Irgendwas entspannt, die Prozesse, die biologischen, irgendwie reagieren die anders. Ja. Und so bin ich ja dann auch mit diesem Feinstofflichen drauf, mit den Frequenzbereichen drauf gekommen. Und das war dann so der Ansatzpunkt. Wir saßen zusammen und das war für mich eigentlich überhaupt keine Idee. Ich dachte so, das ist doch logisch, das würde ich doch sowieso gleich nehmen für solche Fälle. Aber Peter meinte, Carsten, da hast du jetzt aber eine Idee gehabt, dass wir das woanders einsetzen können. Ich dachte, er will mich veräppeln. Weil das ist so klar. Also man muss dazu sagen, ich bin da sehr fantasievoll und mir fallen immer gleich ganz viele Dinge ein. Das ist für mich logisch, aber für andere nicht unbedingt. Und dann dachte ich, hat er mich auch nochmal angerufen. Also Carsten, vielen Dank für die Idee. So, welche Idee denn überhaupt? Weil das für mich so klar war. Und jetzt ist mir bewusst geworden, jetzt steht das dann nach einem Jahr auch wirklich da. So sieht es nämlich jetzt aus. Ja, verkleidet. Ja. Und ich denke, das ist der Anfang. Da gibt es noch mehrere Möglichkeiten. Das wird da sicherlich noch ein paar Jahren ganz anders aussehen. Aber dieser Beruhigungs- und Entspannungseffekt, der ist für mich... Aber du hast ja auch den kinesiologischen Test gemacht mit dem Handy. Also das muss man unbedingt erzählen. Das stimmt. Das geht jetzt auch noch durch diverse Medien durch. War so gar nicht so gedacht. Ich war vor ein paar Wochen war ich in Lippstadt bei ihm und er hat ein ganz tolles Team. Wirklich, also man fühlt sich da gleich wohl. Und dann meinten sie so, Carsten, wir machen mal einen kinesiologischen Test mit dir. Mit diesem System. Ja. Und zwar bei mir im Auto wurde noch was nachgebessert. Da habe ich mich so 30 Meter vom Auto entfernt hinstellen müssen, so die Füße zusammen und sein Mitarbeiter, ein Brüchel von Mitarbeiter, Wim Hof 2, er macht auch, glaube ich, Wim Hof Methode, das ist der mit dem kalten Wasser, stand neben mir und ich musste meine Hand so hinhalten und er hat mich gedrückt, so runtergedrückt und die Füße sind zusammen und ich bin gleich weggekippt, zur Seite gekippt. Dann haben wir das gleiche mit dem Handy am Ohr gemacht. Das heißt, das sollte dann beweisen, Handystrahlen sind noch negativer auf den Organismus. Letztendlich, man bekommt noch schneller aus der Balance. Das war auch so. Ich bin gleich zur Seite weggerutscht. Das war normal. Und dann haben wir uns meinem Fahrzeug genähert. Und dann so ungefähr so 3-4 Meter vor dem Fahrzeug haben wir das gleiche wieder gemacht. Und ich stand dann da so und der Markus, der
der ist auf mir rumgesprungen. Er ist wirklich so, hat mich runtergedrückt und ich stand da wie eine Eins. Mit dem Handy am Ohr war es dann noch sogar so, ich hatte so ein bisschen habe ich gemerkt, der Arm tut weh, weil der da so zieht. Genau, aber ich stand da so und es war überhaupt kein Problem. Ich muss aber mal eben kurz sagen, du hast das schon in deinem Auto drin. Ich habe das schon in meinem Auto drin, also die Strömungsoptimierung, also das hintere. Aber das vordere ist, glaube ich, nicht groß anders. Genau. Und auf jeden Fall mit Handy am Ohr ging es noch besser. Und das fand ich dann interessant. Das war nämlich der gegenteilige Effekt. Dieses System scheint nämlich die Energie des Handys zu nehmen und sie zu harmonisieren. Ja. Und das war für mich ein Erlebnis. Und das wurde auch gefilmt, habe ich dann mitbekommen. Und unglaublich für mich und auch für jeden, der sich es angeschaut hat. Das Resultat war allerdings am nächsten Tag, dachte ich so, Mensch, was hast du denn gemacht? Du hast so Rückenschmerzen und die Leiste hat mir wehgetan. Und ich dachte, ach Gott, was ist denn da passiert? Und dann ist mir eingefallen, Mensch, der hat ja gestern an dir rumgedrückt wie so ein Wilder. Ich habe es nur nicht mitbekommen in dem Augenblick, aber einen Tag später hat es dann doch gezogen, ganz schön. Okay. Aber das war so meine Erfahrung damit, deswegen, das war so eindeutig und jeder, der das auch macht, und der kann eigentlich nur merken, da passiert was. Jetzt könnte man ja sagen, der Muskeltest ist ja nicht wissenschaftlich, aber der Körper lügt nicht. Wenn der Körper stark bleibt, dann tut es ihm gut, was da passiert. Wenn der Körper geschwächt wird, dann tut es ihm nicht gut. Und das ist eigentlich etwas, da kann jeder für sich entscheiden, ob er daran glauben mag oder nicht glauben mag. Was bedeutet das denn für jetzt beispielsweise strahlenempfindliche Personen? Es gibt ja arg viele, die also immer häufiger unterschiedliche Probleme bekommen und immer mehr Ärzte stellen dann fest, oh ja, sie sind strahlenkrank oder sie sind strahlenempfindlich. Was bedeutet das jetzt für diese Leute, wenn die das im Auto haben? Ja, ich kann nur wieder den Effekt beschreiben, weil ich jetzt in dem Fall nicht aus diesem wissenschaftlichen Bereich der Strahlung oder negativen Einfluss da komme. Das sind die Dinge, die wir jetzt festgestellt haben für uns, sind einfach aus dem Tun heraus. Einfach, weil wir neugierig sind und immer wieder verrückte Dinge ausprobieren. Wir sind da so diese klassischen Forscher. Aber um auf die Frage zurückzukommen, was das bedeutet, wenn ich mich wohler fühle und 2000 Kilometer an einem Stück fahre, dann glaube ich, hat das eine positive Auswirkung auf den Menschen, weil das, was ich selber auch schildern kann, 1000 Kilometer nach Wien in einem Rutsch zu fahren, bedeutet für mich, nachher auszusteigen und anschließend noch 2 Stunden ins Fitnessstudio gehen zu können. Also muss es was Positives haben. Also im Grunde hört sich das für jeden Vielfahrer an, also das ist eine neue Welt und endlich komme ich abends nicht kaputt und kann mit meiner Frau noch ausgehen, wenn ich 10 Stunden gefahren bin und bin dann noch fit. Ich übertreibe vielleicht übertreibe ich auch nicht, aber es klingt so. Ich danke euch erstmal, euch zweien. Ich hätte da eine ganz wichtige Anmerkung zu machen, weil ich den Elmar Wolf, auf den du dich ja da beziehst, sehr gut kenne, war ein begnadeter Physiker von der Humboldt-Universität. Wir haben zusammen geforscht und er war einer von den Extrasensitiven, der weit aus Berlin aus wandern musste, jeden Tag 1,5 Stunden mit dem Auto gefahren ist, um zur Arbeit zu kommen, weil er eben so extrasensitiv war. Er kam mit Elektrosmog-Frequenzen überhaupt nicht zurecht. Auch wahrscheinlich die Grundmotivation, da was zu machen, zu entwickeln. Und ich weiß, einer der ersten Versuche war ein Auftrag, den wir bekommen haben vom Schützenverein. Wenn die mit großkalibrigen Gewehren oder Pistolen schießen, dann ist es sehr laut. Und dann helfen oft auch die normalen Dämmkopfhörer nicht viel. Und dann hatten wir die Idee, dann wenden wir das Grundprinzip übrigens schon. Wir invertieren einfach. In diesem Fall haben wir den Schall invertiert, einfach umgepolt. Und das war nicht mehr zu hören. Und die Wirkung, biologische Wirkung, ich meine, der Schall, ob du den hörst oder nicht, ist ja trotzdem auch im Infraschallbereich immer noch als Druck da. Ja, ein Drucksogphänomen. Und das war nicht mehr da. Das war eigentlich schon so die Grundrichtung, wo wir sagen, wow, was Invertieren an der Phasenlage zum Beispiel ausmacht. Wir haben einen kleinen Auftrag bekommen, 500 D-Mark, glaube ich, oder sowas. Und die waren begeistert und keiner hat gefragt, wie wir das hingekriegt haben. Aber es funktioniert. Vielen Dank. Was würdest du denn jetzt sagen als Biologe, wenn man jetzt das nachprüfen wollte beim Menschen durch Blutbild oder so? Gäbe es da eine Möglichkeit, das zu bestätigen? Die Wirkungsweise dieser Technologie meinst du, ne? Ja. Sicherlich. Es ist die Frage, was da jetzt das perfekte diagnostische Verfahren ist. Aber wenn das so eine immens große Wirkung hat, kann man das sicherlich an bestimmten Parametern Und bei Dunkelfeld vielleicht? Ich sehe, hier hinten wird genickt. Ich bin jetzt nicht so der Experte, was Dunkelfeldmikroskopie angeht. HRV, eine sehr gute Idee. HRV, also das würde ich mit HRV machen. Herzratenvariabilitätstest, das ist also bekannt in der ganzen Szene, ja. Und damit kann man sowas sehr gut feststellen. Haben wir schon gemacht.
Ja, gut. Dann will ich auch jetzt gerne bei dir bleiben, liebe Rosina. Was ist das Quantenmatrix-System und was tust du damit als Heilerin? Ja, erstmal eine ganz kleine Berichtigung von der Vorstellung. Ja. Die Quantenmatrix, also diese Quantenheilung, die sich da vor 12 Jahren, kam das nach Deutschland so mit den Methoden, kam zu uns aus den USA, also mit einigen Lehrern. So wurde das also erstmal hier publiziert, dass wir also mit Werkzeugen dann umgehen könnten. Und das hilft also dem Menschen. Erstmal kann man es als Therapeut, also als Therapeut, egal welcher Art, ja, kann man das am anderen auch machen. Das ist eine Art, man nennt das auch Zwei-Punkt-Methode erstmal, ja, dass man eben 2 Punkte fixiert, also berührt und dann darauf merkt man, dass sich da eine Verbindung herstellt und dann geht man einfach hier, lässt man sich ins Herz eigentlich dann absinken und sagt transformier. Und in dem Moment baut sich die Welle auf und der geht nach hinten. Ja, und der Mensch spürt es, ja, derjenige. Und eine Blockade, also da kann man auch eine Absicht setzen. Meine Absicht ist immer ein Impuls zur freien Verfügung, weil der Körper sehr genau weiß, wo er den Impuls verwenden will. Ja, und so kann man das entweder auch am anderen anwenden, also vor allem eben, ja, wenn eine leichte Schmerzsituation ist oder etwas, dass man einfach einen anderen unterstützen möchte, aber es geht auch für sich selbst. Also ich war da auf Messen und habe große Vorträge gemacht und habe das dann mal mit 200 Leuten gemacht, so spür mal. Ja, sehr schön. Ja. Ich habe das auch mal mitgemacht und bin so nach hinten geschossen und wurde dann hinten aufgefangen. Das hat mich sehr begeistert, weil ich hatte überhaupt keine andere Wahl. Sehr spannend. Ja, es ist also, man nennt es fast sogar auch Hypnose, aber in einem sehr positiven Sinne, ja, weil das in dem Moment, weil ich habe auch eine Hypnoseausbildung bei einem sehr guten, verantwortungsbewussten Hypnotiseur gemacht und das war fast der ähnliche Effekt, nur viel leichter. Ja, also in dem Moment geht derjenige sofort in diesen Alpha, also in diesen ganz total entspannten Zustand. Und in dem Moment baut sich bei ihm, weil der Körper hat ja den Auftrag gekriegt, was Neues aufbauen, Impuls verwenden, sich verändern, baut das neue, wieder harmonische Feld auf. Und das ist fantastisch, einfach zu verwenden. Es ist sehr simpel, also einfach. Man kann es relativ schnell lernen und kann es anwenden. Aber das ist jetzt die Quanten- und die Matrix-Geschichte, das ist also nochmal, das ist nämlich das war die Quantenheilungsgeschichte und die Matrix-Geschichte, da lernt man dann auch nochmal aktiv in ein Feld reinzugehen. Also nicht nur geschehen zu lassen, sondern zum Beispiel zu sagen, ich baue eine Sphäre aus dem Nullpunktfeld, ja, und führe die dann zur Energieunterstützung auf ein Organ, zum Beispiel auf die Schilddrüse. Um das zu stabilisieren. Um das zu stabilisieren und die Schilddrüse energetisch zu unterstützen. Ausatmen, einfügen lassen. Und das ist jetzt das Klassische aus der russischen Heiltechnik. Ja, und das kann man eigentlich für jedes Organ nutzen und machen? Man kann es für jedes Organ nutzen, um einfach ein Organ zu unterstützen, wieder in die eigene Energie zu kommen. Weil wenn zum Beispiel, nehmen wir die Bauchspeicheldrüse. Also wenn Bauchspeicheldrüse unter 50% Energie, das ist jetzt Lichtenergie, ja, Quanten-Lichtenergie fällt, also 50%, dann fällt sie aus der Steuer, also aus dem Oberbewusstsein sozusagen, vom Körper, von der Selbstheilung. Das ist dann wie im Standby. Ja, und bei alle Methoden, egal ob Timewafer oder alle Heilungsmethoden, ob es technische sind oder über Menschen, wirken dahingehend, das heißt ja immer die Selbstheilung aktivieren. Ja, und das kann aber erst einsetzen, wenn das Organ über 50% ist. Und das kann man leicht testen mit dem Tensor oder Pendel oder kinesiologisch. Und eine der Methoden ist eben das zum Beispiel mit so einer Sphäre, die aus dem Nullpunktfeld geschöpft werden kann. Dankeschön. Ja. Du arbeitest mit der Cosmic Healing Methode. Ja. Unter anderem. Was ist das und wie arbeitest du damit? Das ist jetzt etwas, was sich bei mir in den letzten Jahren entwickeln durfte. Cosmic Healing ging damit an, dass tatsächlich hohe Sternrassen mit mir Kontakt aufgenommen haben. Und dann aber auch tatsächlich, weil ich ein Forscher bin, also das hat mir vorher gut gefallen, ich bin neugierig und bin schräg, also einfach
Ja, also neugierig und weil auch wenn ich mir zum Beispiel, viele kennen ja auch die anderen Felder von den, sagen wir es mal, nennen wir es im weitesten Sinn Anführungszeichen Aliens, ja, also zum Beispiel Drakoniden, also die einfach auch in den Feldern ja hier sind, auf der Erde, in der Welt und ja, auch mit denen kann ich kommunizieren. Also das ging dann so an, dass eben Probleme bei Menschen waren, die zu mir kamen in die Praxis und dann habe ich mich da halt eingeschwungen und plötzlich habe ich gemerkt, das ist eine Besetzung und dann denke ich, okay, dann frage ich den, was willst du? Weil mich interessiert das. Was willst du von dem? Warum ist das passiert? Und dann kam halt zum Beispiel raus, Herzenergie und Sexualenergie interessiert ihn. Weil das wissen die nicht so genau, wie es geht. Das finden die bei uns toll. Einfach nur forschen. Und dann habe ich halt eine Möglichkeit gefunden, dem zu helfen, auch wieder nach Hause zu kommen. Damit lässt er die Besetzung, also nicht böse, sondern mit dem zu kommunizieren, gucken, was braucht er, konnte dem das geben über die Methoden, die ich dann da anwenden durfte, tatsächlich aus der Matrix Energetics, ja, auch zum Teil über Sphären oder über Organe, die ich dem dann, also ich konnte das bauen und konnte dem dann quasi das so Art zur Verfügung stellen, der hat sich bedankt und verabschiedet und der Mensch war frei. Also das ist mal eine dieser Methoden. Und dann habe ich natürlich noch Begegnungen gehabt mit echten Außerirdischen, weil mich das fasziniert. Aber ich möchte doch gerne noch mal genau wissen, also wie kannst du mit denen kommunizieren, wenn da was dranhängt, solche Energien dranhängen? Also es ist Nehmen so, die dich hier gedanklich wahr? Ja, oder? das geht telepathisch sofort. Das ist ja, ich wurde immer unterrichtet aus dem Fall heraus. Ja, also das war nie irgendwo das, was steht wo. Einfach meine Neugier. Ja, ich hab mich da in dem Fall, ich habe da einen bestimmten Fall im Kopf, ich habe mich da eingeschwungen und dann habe ich einfach gemerkt, ja, ich arbeite ja auch mit dem Pendel und das schon über 50 Jahre. Ja, also das ist also mir in die Wiege gelegt. Mit 15 habe ich das schon lernen dürfen, heute bin ich 70 Jahre jung und so lange mache ich das schon. Also das ist mein Werkzeug. Da fragst du ab mit? Ja, also ich habe einfach Besetzung, okay. Und dann gucke ich Drakoniden, okay. Also dann schwingt, weil der geht einfach in Resonanz. Und das ist von mir aber immer neutral. Also die sind auch nicht wirklich böse, sondern die verfolgen einfach ihre Agenda. Das kann für uns ganz blöd sein. Aber ja, also da kommt dann jetzt jemand zu dir und sagt, ich habe folgendes Beschwerdebild und du kannst das entdecken und das Beschwerdebild ist dann nachher wieder weg? Genau. Okay. Wow. So, sehr eindrucksvoll. Ja, also in einer Sitzung, das geht, wenn das so klar ist, in einer Sitzung. Also im Internet findet man ja ganz viel, aber wie kommt man zu Außerirdischen? Ja, meine Tochter, 10 Jahre alt damals, die ist heute 44, die hat mir dann erklärt, sie ist nicht von dieser Erde. Und hat mir dann gesagt, Mama, das musst du alles wissen, denn das geht alles hier ganz anders. Ich sage, ja, es ist okay, wir können es bloß so wie hier. Und dann hat sie dann später, also in der Jugend, die hat immer gezeichnet, also seit die einen Stift halten konnte, nur gescratcht, hunderte von Einhörnern und also vor allem Pferde und Einhörner. Ja? Und später ging es dann auf Kristallwelten, ihre eigene Identität auf der anderen Seite und wie das ist, nachts Raumschiffe zu fliegen und dann mit der Galaktischen Konföderation und so. Und ich war immer sehr positiv. Ich habe gesagt, hey, erklär es mir, zeichne es und so. Und die wurde dann ein Meister, das zu scratchen. Ja, und die hat mir so viel beigebracht. Und sie hat dann auch gesagt, in der Universität sind auch welche, die nicht von dieser Erde sind. Mama, wo sind die her? Sage ich, das müssen die doch selber wissen. Nein, die wissen nur, sie sind nicht von hier. Und so ging dann meine Forschung ganz explizit in diese Richtung, weil ich einfach neugierig war. Ja? Ich meine, ich war immer schon so ein bisschen interessiert, da gab es diese Hefte schon vor 40, 50 Jahren. Fällt mir nur Harry Potter ein, falsch. Perry Rhodan? Ja, Perry Rhodan. Und die habe ich mit 20 schon gelesen, also ich glaube 1000 davon. Wir haben ganze Kisten gekauft dann, ja, also ich habe die das war für mich einfach schon mal magisch, ja, und weil ich fand es toll. Naja, und dann später kam das halt über die direkten Kontakte. Und jetzt ist es so, das ist genau das Resonanzprinzip. Sobald ich mich begann, darauf einzuschwingen, wurden die aufmerksam. Da interessiert sich jemand. Wow. Und bei meiner Tochter war es dann so, dass die mir dann erklärt hat, dass wir eben Mixe sind, also auch
nicht humanoide Anteile tragen von sehr hohen außerirdischen Rassen. Das heißt, wir haben auch das schon in uns. Ja, das sind unsere Fähigkeiten. Ja, also letztendlich sind das unsere Potenziale und das sind diese nicht erforschten DNA-Dinge, wo die Wissenschaftler halt sagen, das ist Junk-DNA. Ist sie aber nicht. Und es ist ein fantastisches Potenzial. Junk, ja, diese Junk, also diese Müll-DNA sozusagen, wo die Forscher sagen, brauchen wir nicht, haben wir früher gebraucht. Der Mensch ist das, ja. Und also für mich war das einfach toll. Und dann ging das halt an, dass ich geforscht habe, dann welche Berufsbilder, welche Sternensaaten entsprechen. Schon vor 10 so, okay. Jahren. Das heißt, wenn jetzt hier so ein Wissenschaftler sitzt, was würdest du sagen, wo kommt der Ursprung her? Können nur Plejaden und Orioner sein. Okay, okay. Manchmal auch noch ein paar andere, also... Und was ist mit Leuten, die mehr mit Kommunikation zu tun haben? Ja, wir haben dann natürlich auch Alpha Centauri zum Beispiel. Dann gibt es welche, also Frauen, die sehr weiblich, also das hat nicht das Idealbild der Schönheit, sondern einfach so eine sehr urweibliche Ausstrahlung haben, sind immer Venuser. Okay. Oder Venuserin dann auch, ja, also natürlich. Und also so ich konnte das so weit, dass ich das bestimmen kann, wie viel Prozent. Es gibt auch noch, du hast mir, glaube ich, mal von einer Klinik in England erzählt, fällt mir gerade ein, da gehen Frauen hin, die nicht wissen, wieso bin ich schwanger. Kannst du was dazu sagen oder ist das zu heikel? Das ist zu heikel. Okay, gut, das kann ich gut verstehen. Okay, aber gibt es noch etwas, was du ganz wichtig findest zu sagen, zu dem, was du kannst und machst? Ja, es gibt denkt bitte an Heilzahlen. Einfach, weil das kann jeder verwenden. Es geht mir darum, dass es einfach Dinge sind, die jeder verwenden kann, der keine medialen Fähigkeiten braucht, sondern dass jeder Nutzen davon hat. Und das geht an wirklich mit den einfachsten Zahlen. Ja, mit Zahlen, und da habe ich eben ein System ganz einfach entwickelt, was jeder lernen kann. Da habe ich ja die Akademie, nennt sich ganz simpel, Rosina-Kaiser-Akademie, und damit kann sich jeder schon helfen. Okay, was macht die Akademie oder wieso gibt es die? Die gibt es deswegen, weil ich halt sehr viel Wissen letztendlich auch habe und entwickelt habe und mir die Zeit einfach fehlt, das nur in Büchern festzuhalten, sondern das wird alles über Videos vermittelt dann, also wirklich Unterrichtsvideos, Kurzvideos, ich habe glaube ich 250, 8 Jahre läuft die schon. Alle 3 Monate produziere ich neues Material. Und da ist natürlich in den letzteren Jahren, kommt dieses ganze Wissen mit rein, von der anderen Seite, von den ETs, von einfach, dass es auch mal da ist. Ja, und ich habe sehr viele, die eben das damals schon eingestiegen sind, wo das losging. Man kann aber jederzeit dann einfach anfangen. Und kann auch jeden Monat entscheiden, ja, das war jetzt für mich super, das reicht mir. Und wozu dient das? Dem Schutz oder der Gesundheit? Also oder? Das erste ist Stabilität, dass er einfach das, was er zu tun hat, leichter tun kann. Dann das zweite ist, wenn er was Akutes hat, wie einen Schmerz zum Beispiel, ja, dann kann der einfach Zeichnung Mensch. Ja, ich habe das auch übrigens kostenlos. Sehr vieles in Telegram auf meinem Praxiskanal zur Verfügung gestellt, so wie Everybody, sage ich mal, wo jeder einfach schon ein bisschen was machen kann. Und das andere ist einfach, es führt jetzt hier zu weit, aber ich erkläre es, vielleicht die Zuschauer können es vielleicht dann nochmal auf dem Papier nachvollziehen. Man schreibt sich hier das Geburtsdatum drauf, ganz simpel, und die Zahlen, die oben nicht drin sind, zwischen 1 und 9, senkrecht unter die erste Zahl. Das nennt man die Ergänzungszahlen. Und die stabilisieren einfach dann. Also man merkt einfach sofort, dass das Feld anders wird. Also das ist etwas, mir geht es immer darum... Also das Geburtsdatum wird dann hierhin? Genau. Quer. Und dann die Zahlen, die hier oben da drin, die halt fehlen. Ach, die schreibst du dann da drüber? Senkrecht hier runter, einfach mit dem Kugelschreiber. Man kann aber auch ein Tape nehmen, sich das hier an das Gelenk kleben. Also wichtig ist, dass man die sogenannten Ergänzungszahlen nutzt, weil mit den Geburtszahlen sind wir gekommen. Das ist ja auch eine bestimmte Entsprechung dieser Zahlen vom Geburtsdatum. Und die Zahlen, bei mir fehlt zum Beispiel, ich bin der 4. Januar, 4119 und so, ja, mir fehlen also zum Beispiel die 2 und so, also verschiedene Zahlen, und die schreibt man dann darunter. Und für das müsste man eigentlich sehr viel tun,
sie erleichtern einfach, wenn man die Ergänzungszahlen nutzt, erleichtern die einfach einem das Hiersein, das zu tun, für was man gekommen ist. Ohne dass es noch zusätzlich Geld kostet. Es kostet nichts. Ja, Das ist einfach, toll. meine Sachen sind easy. Toll. Wer von 1 bis 9 zählen kann, sage ich immer. Und was machst du bei Zahnweh? Gibt es da auch eine Zahl oder was machst du da? Also als allererstes, es gibt sogar für jeden Zahn eine Zahl. Ja, ich habe jetzt gerade einen großen Kongressbeitrag gemacht, nur für Zähne. Ja, dass zum Beispiel der Oberkiefer, wenn der nicht in über 50% Energie hat, der Knochen, dann verlieren oft Leute Zähne, obwohl die gar nicht schlecht sind, weil die einfach den Halt verlieren. Ja, das hat gar nichts, und das hat wenig jetzt mit Ernährung zu tun, sondern es gibt verschiedene Gründe, warum das eben hier so ist. Der Kieferspezialist da, der da war, der wird das auch wissen, ja. Aber es gibt ja auch Gründe, dass Menschen auf einer belasteten Stelle schlafen, Wasserader, Erdstrahlen. Ich bin auch Diplom-Geomantin und harmonisiere Häuser seit 3 Jahrzehnten. Ja. Und wenn die halt auf einer belasteten Frequenzstelle schlafen, ja, dann kann das auch sein, dass das hier das Feld beeinflusst und irgendwann halt auch hier beim Kopf und beim Kiefer. Ja. Ich habe mal Zeitzahlenkarten, genau. ich habe mal vor vielen Jahren ein Buch rausgebracht, Großheiler der Welt. Und dafür habe ich also auch einen Heiler kennengelernt, den Josef Schmitz, der leider schon verstorben ist. Und der hatte sich da auch fit gemacht und hat eigentlich gesagt, Leute, die also zu ihm gekommen sind, weil schwere Erkrankungen hatten, liegen die schon viele, viele Jahre, im Schnitt 8 Jahre auf einem Störfeld und dann kippt es, dann kann derjenige nicht mehr ganz gesund sein. Man macht es daran schon fest, dass die Leute schnell eine Entzündung haben und die nicht loswerden. Oder wenn sie eine Erkältung haben, werden sie die nicht los. Und das Verrückte ist, wenn jemand mal so lange auf einen Schlafplatz geschlafen hat und fährt dann in den Urlaub oder zieht um, sucht er intuitiv wieder eine Stelle, die belastet ist, um darauf zu liegen, wie so eine Sucht. Richtig? Das ist am Anfang so, weil das natürlich auch eine gewisse Aufregung, also was Positives, eine gewisse Energie hat das mit. Ja? Aber wenn derjenige aber das versteht dann, wenn man ihn aufklärt, das einfach dann in dem Fall das auch Wissen macht und natürlich die Schlafplatzharmonisierung. Also damit geht überhaupt alles los. Ja. Früher wurden Häuser nie auf solche Stellen gebaut. Das kam erst in den 60er, 70er Jahren dann, weil dann die Gewerbegebiete ausgewiesen wurden und dann plötzlich so viel Bauland gebraucht wurde. In den Dörfern gab es immer große Bereiche, wo man gewusst hat, Bauer, da darfst du deinen Hof nicht hinstellen, weil da werden die Kühe krank. Das Gras konnte man dann da mähen und verwenden, aber nicht die Stelle. Ja, und das Wissen ging halt dann in den letzten 70er, 80er, 90er war das dann einfach plötzlich, hat man das negiert und hat gesagt, das gibt's nicht, machen wir nicht. Ja. Okay, ich danke dir. Danke dir. Dieter. Darf ich eine Frage dazu stellen? Ja, natürlich. Die Frage wird wahrscheinlich automatisch für viele jetzt sich auch stellen. Sind die Zahlen, von denen du sprichst, auch, haben die was mit den Grabowojschen Zahlen zu tun? Ja, also ich spreche durchaus von den Grabowoi-Zahlen, also den Heilzahlenreihen. Genau. Ja, aber ich habe dann geforscht, weil ich dachte, ich kenne den Grabowoi. Ja, also ich habe das sehr studiert, ihn persönlich konnten wir ja nicht treffen, aber ich war sehr intensiv in dem Feld, mit auch was er geschrieben hat und alles. Und er hat es ja nur aufgegriffen. Ja. Das kommt von Pythagoras 500 vor Christus schon. Genau. Das ist ein altes Wissen und er hatte halt, der war ja Mathematik studierter Techniker, na, der war halt hochsichtig, aber eben nur in Richtung Technik. Ja. Und hat dann diese Heilzahlenreihen eben dann auch gehabt aber eigentlich nur eben für ganz schlimme Erkrankungen wurden die genutzt. Ja? Und eben bei seinem System war es so, dass die Leute sich die den ganzen Tag vorsagen müssen. Also 1 Stunde, jeden Tag musst du dir eine Heilzahlenreihe vorsagen oder vorstellen. Und bei uns im Westen macht es keiner. Ja, und dann habe ich gesagt, das geht anders. Naja, und so habe ich dann das so simpel entwickelt. Und es gibt noch was ganz Wichtiges. Das ist immer etwas auch, was ich verstehe, wie ich es besser erklären kann. Wenn man nämlich bei sich selber direkt am Körper mit sich was macht, ist es bei weitem nicht so wirksam, als wenn man von sich eine Zeichnung macht auf so einen Block. Zum Beispiel. Einfach so ein Block billig. Ja? Kostet nichts.
so eine Scherenschnittzeichnung, Namen oben drüber, Halbzahlenkärtchen herstellen, also Halbzahlen rein und so, und die dann da drauflegen. Das ist wirksamer. Wow. Ja, danke schön. Weil wenn ich es an der Blaupause mache. Ah, ich verstehe. An der Blaupause, das ist ja wie die Blaupause, ist personalisiert, und dann geht es viel besser. Ja. Also auch wenn ich selber Sphärenarbeit mache und ich baue von mir die Blaupause auf, das ist jetzt für die mehr können, aber wichtig ist, dass man, wenn es an der Blaupause gemacht wird, deswegen ist auch der Therapeut oft wirksamer, weil das nicht bei sich macht, sondern beim anderen. Und wenn man bei sich selber helfen will, ist es viel besser, man arbeitet über eine Zeichnung oder an der eigenen Blaupause. Das ist richtig gut. Ich danke dir. Ja. Jetzt komme ich zu dir, Dieter. Wie oder wodurch wurde der Himmel verraten? Ha. Da sind wir auch schon wieder beim Zirbeldrüsenthema, oder? Verratene Himmel. Ja, also die Frage stand im Grunde genommen schon seit meiner Geburt, denke ich mal, im Raum. Wie kam das Böse in die Welt? Und was ist das Böse überhaupt? Ja, gibt es das? Also es sind ja immer Bewertungen. Das Gute und das Böse, wie wir es benennen, sind immer Bewertung von einer Sache, die so ist, wie sie ist. Ja? Und Faust bringt das so schön in seinem Dialog: Ich bin die Kraft, die Böses will und Gutes schafft. Für den Satan werden wir das Böse in Person. Ja, also das war mir schon alles irgendwie klar. Das habe ich intuitiv gewusst. Die Frage war natürlich, und die ist maßgeblich dafür, und die Antwort gibt es natürlich, jeder wird sie wissen: Gibt es das Gute an sich? Das Gute an sich, wie Immanuel Kant das mit dem Ding an sich gesucht oder hergeleitet hat. Ja. Und ich habe so definiert, das ist sozusagen die Natur in ihrer Naturbelassenheit, wo noch nicht manipulativ eingegriffen wurde. Und das sagt es alles, ganz wichtig. Ja. Denn was ist jetzt wirklich heute noch natürlich? Ja, also großes Thema. Darüber habe ich ja ein ganzes Buch geschrieben. Und aber die Frage hat mich dann doch irgendwann so weit umgetrieben, dass ich dann gedacht habe: Was haben denn die für dich großen Giganten, geradezu Leute, Krishnamurti als der Philosoph, ja, den ich sehr verehre und verehrt habe damals, dazu gesagt, und David Bohm, den Physiker, den ich für den größten halte oder hielt, mit Burkhard Heim. Aber immerhin war es ein. Und die beiden waren befreundet. Ja? David Bohm und Krishnamurti haben sich hingesetzt und haben sich diese Frage gegenseitig gestellt. Und da gibt es ein Buch drüber. Das habe ich gelesen: Wie kam das Böse in die Welt? Und da waren sehr viele Informationen von Krishnamurti drüber. Mit einer Selbstverständlichkeit berichtet er, dass es mal eine Zeit gab, Millionen Jahre vorher. Ja, gesagt, vor Millionen Jahren schon. Also mit einer Selbstverständlichkeit. Wir reden schon vorsichtig, wenn wir über Atlantis sprechen oder Mu oder Lemurien und so weiter. Aber da völlig klar, da gab es das Gute an sich, das wir Eden nennen würden, das Paradies nennen würden. Gab es wohl mal. Auf einer wohl stofflich höheren Ebene, wie auch immer. Und dann haben die das diskutiert. Und da aus diesem Gespräch, ich meine, die sind sich nicht so richtig einig geworden, ganz zum Schluss. Aber der Tenor war da tatsächlich der, dass irgendetwas, ich sage mal, eine Art kosmischer Unfall, sehr diplomatisch, glaube ich, ausgedrückt, aber was nicht planmäßig, auch das ist diplomatisch, eingetreten ist, die sogenannten Archonten, die Dunklen. Archonten, das ist ein altgriechisches Wort für Archon, sind die Ersten. Ja, archetypisch und Arche Noah und so weiter, also die Ersten. Und deswegen sind diese Archonten auch so genannt worden. Und in alten Überlieferungen der alten Nag Hammadi-Texte zum Beispiel und die Schriftrollen vom Toten Meer, die beschreiben diese Situation, dass sozusagen eine Invasion eintrat und sie dann sozusagen die Verstandesenergie übernommen haben von Menschen und sie mehr oder weniger zombifiziert haben. Ein gruseliges Thema. Und ich habe mich dann in unfassbaren Exzessen sozusagen mich in diese Texte vertieft, habe mit den Übersetzern, den Professoren geredet, weil das waren ja wirklich Überlieferungen, die waren 2000 Jahre alt. Und dann haben sie gesagt, ja, das ist tatsächlich so. Auch die alten Ägypter haben da schon drüber geredet. Also das ist ein uraltes Wissen. Ja, und dann ist mir eins gefallen, da bin ich aber auch so ziemlich durch damit, weil das ist etwas, was man auch wissenschaftlich erklären kann, was mir zu Hilfe kam. Es gibt in der Parasitologie die sogenannte Toxoplasmose. Toxoplasmose ist ein
wird ausgelöst durch einen Parasiten, Toxoplasma gondii, ja, und das ist ein Protoonkogen, nicht Protoonkogen, ein Protozoen. Also Proto ist auch wieder das Erste und Zoe ist das Leben. Die waren die ersten Lebewesen. Interessant, dass sie so klassifiziert werden in der Mikrobiologie und nicht nur dort. Und die waren ungefähr angeblich, ja, sonst würden sie nicht Protozoen klassifiziert werden, schon gleich am Anfang da. Die Frage ist natürlich zulässig, wovon haben die sich denn ernährt? Wenn die da waren, bevor es anderes Leben gab. Bevor die Algen da waren, die ersten Einzeller da waren die schon da. Auch interessant. Gut, aber wenn du einmal gesehen hast, dass was passiert, wenn jemand von einer Toxoplasma gondii von diesen Erregern befallen wird. Die sind so hochintelligent, sie schleichen sich nachweislich über, meinetwegen auch heute nicht, früher war das über Katzen. Katzen haben es übertragen auf Menschen. Dann heute ist es schon so, dass man bestimmtes Obst, Gemüse besonders gut abwaschen muss, weil da auch schon was drin ist. Also in Schweinefleisch und so weiter sehr viel. Und die neuesten Datenerhebungen haben ergeben, dass 34% der Weltbevölkerung davon befallen ist, von einer Toxoplasmose. Inaktiv, das ist so wie beim HIV-Fall, ja, dass Leute eben HIV vielleicht haben, wenn sie es haben, aber nicht aktiv. Die können damit 20, 30, 40 Jahre noch leben. So ist es genauso hier auch. Und das war dann interessant, nur wenn du befallen bist von denen, sind die so intelligent, dass die sich über die Blut-Hirn-Schranke direkt über die Amygdala einschleichen und den ganzen Dopaminstoffwechsel bestimmen und letztlich genau definieren über die Molekularstruktur, was auf deren Speiseplan ist. Die ernähren sich wirklich von deinen Energien. Also ein ganz dunkles Thema. Okay. Also, dann wollen wir mal wieder switchen in das Hellere. Ja, das Wunderschöne ist, und da haben wir die Zirbeldrüse. Ja. Da schließt sich wieder ein schöner Kreis. Okay. Also wir haben dann ganz zum Schluss rausgekriegt, es gab eine klinische Studie. Weltweit hat man versucht, irgendein Gegenmittel zu erbringen. Es gab eine Studie, die kam aus dem Iran. Heute sind es andere auch, aber sie waren die ersten, die rausgekriegt haben, dass die alte syrische Steppenraute, Hamala-Alkaloide und so weiter, die Beta-Carboline, Traditionen in den alten Veden genannt wurden, übrigens Soma. In den Veden wird 20, 30 Mal erwähnt, die Götter tranken Soma und wurden unsterblich. Und das ist dieser sogenannte Unsterblichkeitstrunk, den Gilgamesch so hinterher geeilt ist. So, also genau diese syrische Steppenraute, die deswegen auch Iran und so weiter wächst. Raute, oder? Die werden wir dann demnächst... Also das wird als Tee gekocht, ja? Ja, dann tauschen wir demnächst mal unseren Wein dagegen aus, gell? Und wenn du dieses Gebräu zu dir nimmst, dann hast du auch eine erweiterte Zirbeldrüse. Mhm. Und wenn man das ist nachgewiesen worden, dass sie dann aus dem Körper verschwunden sind. So. Und das Wunderschöne dabei ist, das Buch war schon auf dem Markt und als es schon gedruckt wurde und auf dem Markt war, kriegte ich noch die Information, dass es auch funktioniert, wenn man tatsächlich mindestens 10 Minuten am Tag in den Zustand der Freude geht. Weil im Zustand der Freude, Liebe in Aktion nenne ich das ja immer ganz gern, produziert der Körper genau die Beta-Carboline, die Enzyme letztlich, die du brauchst, um den Garaus zu Also sagen wir zumindest das Milieu als unbequem zu verabreichen oder zu verorten. Ja, also das ist die Geschichte, kümmert euch mehr um spirituelle Themen, kümmert euch mehr um die Freude, ja, weil dann sind wir in der Spiritualität. Freude, und ich unterscheide zwischen Spaß und Freude. Spaß ist die Freude des Verstandes. Das ist aber schön. Ich habe jetzt meinen Ferrari. Aber in dem Moment, wo man sich fragt, das ist aber schön, ist man ja schon gar nicht mehr da. Dann ist der Verstand da, das interpretiert. Wenn man einfach in der Freude ist man wie kleine Kinder. Die sagen nicht, oh, ist das schön. Ja, oder als Eltern sagt mal Danke. Ja, oder die sind einfach in der Freude. Okay? Und das sollten wir wieder lernen. Auch da werdet wie die Kinder. Okay. Und das ist auch die Lösung im Sinne auch einer Erlösung. Da hat eine dunkle Energie keinen Raum mehr. Sehr schön. Fällt mir noch eine Geschichte, eine Studie an von Professor Murakami aus Japan. Und der ist extra aus Amerika zurück nach Hause, nach Japan gegangen, weil er in Amerika diese Studie hätte nicht machen können. Und zwar hat er Diabetiker eingeladen. Und die Diabetiker kriegten an einem Tag einen Vortrag geliefert über ihre Krankheit. Und da ging der Blutzuckerspiegel rapide nach oben, nachdem sie
gegessen hatten, wurde also gemessen und sie eben den Vortrag gehört hatten, war der Zuckerspiegel da oben. Am nächsten Tag haben sie es mal anders gemacht. Da haben sie statt so einem blöden Vortrag, wie er sagte, lieber mal etwas ganz anderes gemacht. Und zwar haben die Kabarettisten eingeladen. Und die Leute haben 1 Stunde gelacht, also die Diabetiker, und haben dann auch was gegessen. Und dann waren die Werte, also der Zuckerspiegel hat sich normalisiert. Daraufhin hat Professor Murakami in seinem Vortrag gesagt, also ich würde in Zukunft Diabetikern irgendwie 1 Stunde Lachen am Tag verordnen. Nur um da mal zum Thema Lachen so zurückzukommen. Ja, ich habe noch eine letzte Frage an dich, Stefan. Die Erde ist der Himmel. Ein Zitat aus Intelligente Zellen von Bruce Lipton. Was könnte das heißen? Es ist ein sehr schönes Zitat und passt ja auch gut zu unserem Thema zwischen Erde und Himmel. Ne? Denn tatsächlich ist es eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Was bringe ich meinen beiden kleinen Kindern bei? Lieber Dieter, du weißt es, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ne? Ja. Denn wie selbstverständlich zeigen wir, wenn wir über den Himmel sprechen, nach oben. Ja, wir waren letztens in einem Gottesdienst, das war an Christi Himmelfahrt, und da hat der Pfarrer dann uns gezeigt, wie es wahrscheinlich ausgesehen hat, wie Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Ne? Und das ist ein ganz zentrales Thema. Wo ist genau dieser Himmel, dieser paradiesische Zustand, der letztendlich dahinter steht? Ne? Was ist der Himmel und wo finde ich den Himmel? Und was bringe ich meinem Sohn bei? Mein Sohn schaut heute Morgen in ein Adino-Buch und sagte zu mir, Papa, die sind alle bei Gott, und zeigte nach oben. Ne? Und der Himmel ist auf der Erde, finde ich, ein sehr schönes Bild. Und das müssen wir begreifen, dass der Himmel hier unten bei uns ist. Das Reich Gottes ist hier unten bei uns. Das Schöne, das Paradies ist eigentlich hier. Für mich persönlich, in meiner Stephanwelt, es ist ein Seinszustand. Und den können wir wiederentdecken. Und dann gibt es nur noch Lachen und Freude. Ja. Es gibt auch noch ein schönes Zitat von Vishwananda. Hinter allem gibt es eine größere Kraft, die alles bewirkt. Das ist Gott, der durch dich wirkt. Gott erfreut sich an seiner Schöpfung, Gott beobachtet und Gott handelt in einem, in allem. So, und ich möchte mich bei euch bedanken. Sicherlich kann man über alles noch sehr viel länger reden. Da gibt es ja auch weitere Sendungen. Wir haben unsere Zeit jetzt für heute um. Und ich sage einfach mal Tschüss bei Garten Eden 2.0, ne, unser Frühschoppen. Bis zum nächsten Mal und ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Und Dankeschön. Dankeschön. Danke.